Dann nochmal eine Ampel, ja, aber... Was zur Scheiße? Gebiete. Wirklich. Servus und herzlich willkommen zurück. Oder Servus und, Servus und herzlich willkommen. Willkommen in einer neuen Fahrt. Wir sind heute mit einem Kenworth T680 High-Rise Sleeper mit 500 PS und 18 Gängen unterwegs. Mit... Warte mal. So, dass ich das also jetzt richtig eingestellt habe. Ja, mit einem High-Rise Sleeper unterwegs. Von Marke Kenworth. Von Artesia nach Magellan. Mit 41.420 Pfund sind Office Supplies, also Büromaterial. Also ja, wir fahren wieder mal spannend, eine richtig spannende Fracht. Das ist also Büromaterial, dass die ganzen Bürohengste, so wie ich selbst einer bin, aktuell auch was hakeln können. Man will ja nicht, dass die Leute im Büro Fahrt wird, ne? Turn left. So. Aber ja. 41.000 Pfund Office Supplies, also 41.420 Pfund sind circa um die 18 Tonnen. Right. Ja. Turn right. Und ich hoffe, dass wir... Okay, wieder, dass ich da rechts abbiege, ich denke. Naja, schaut gut aus. Der Fairerweise, der hat auch keinen schlechten Motorsound. Also die Motorsounds sind in Amerika Get ready to turn right. besser. Definitiv. So, schauen wir mal. Right. Ah ja, genau, die Reise hat noch eine Info zur Reise. Insgesamt sind das heute 641 Meilen. Es ist eine Terminfracht. Wir haben 12 Stunden, um die 12 Stunden Fahrzeit sind es in Wirklichkeit. Oder? Ja, 12 Stunden Fahrzeit. Wir haben aber fast 2 Tage Zeit in Wirklichkeit. Also das geht sich alles aus. Sollte sich auch mit einer Tagesreise ausgehen in Go Wirklichkeit. straight. Aber vermutlich bis jetzt einer der, also was Effizienz angeht, wahrscheinlich einer der lukrativsten Aufträge, was wir bis jetzt gemacht haben. Aber ich bin schon gespannt. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich kann mich echt nicht beschweren. Naja, oder ich kann mich nicht zu viel beschweren, je nachdem, wie man es jetzt betrachten will. Weil muss fairerweise zugeben, ich momentan relativ viel Stress in der Arbeit. Wenn wir da in einer so einer Übergangsphase sind, wo ein Kollege geht und geil. Go straight. Okay, gut, die Jadebreak, also das wird aber in Zukunft nochmal ein bisschen, also beim nächsten Mal bremsen nochmal ein bisschen leiser sein. Die hat einen coolen Sound. Ja, einen richtig coolen Sound. Und da wird jetzt kurzer Schnitt sein, weil... Oder auch nicht, weil das ist ein bisschen ungünstig gerade. Ich stehe ein bisschen gut. Das war jetzt fast ein Unfall, habe ich jetzt in der Außenperspektive gesehen. Aber jetzt einmal noch. So. Screenshots-Macherei gehört irgendwie leider dazu. Und nicht wundern, wenn sich die Leistung so oft schalten tut, weil vorhin diesmal, also dieser Lastwagen ist mit einem 18-Gang-Getriebe ausgestattet. Das heißt, der schaltet dementsprechend oft. Ich meine, wir sind jetzt schon im 16. Gang. Aber rein theoretisch sollte das heute wieder relativ zügig von der Hand gehen, das Ganze. Okay, wir haben sogar ein eingebautes Navi. Da kann ich mal... Aha!
Also rein theoretisch solltet ihr diesmal das auch im Blick haben, oder wenn es nicht zu klein ist am Bildschirm dann, wie viel Fahrzeit noch verbleibend ist. Leider habe ich noch keine Mod gefunden, die was mir die Kilometer und die Fahrzeit angibt bei den Navis. Das wäre richtig cool. Gibt es leider nicht. Allerdings vielleicht mit dem nächsten Patch, wenn ich ehrlich bin, weil beim American Truck Simulator ist der Patch 1.60 schon in der Open Beta. Und wenn ich ehrlich bin, was mich echt stark überrascht hat, weil ich hätte jetzt, also 65 gut, ich hätte jetzt nachschauen können, wann ich die erste Episode aufgenommen habe, aber das sind jetzt, ich sag, vor 2 Wochen ist die erste Episode live gegangen, also die erste Tour. Österreich in Chicago. Und jetzt ist schon wieder die Open Beta für den nächsten Patch. Das ist echt. Okay, da muss ich so bremsen. Oh, fucking hell. Scheißdreck. Du darfst durchfahren. Danke. Ja. Go straight. So hatten wir auch in Amerika unseren ersten Unfall. Da hatten wir auch in Amerika unseren ersten Unfall. Peinlich, aber ja. 185 Dollar ist jetzt, ja, tut weh. Weil schon im Widget, ja. Wenn ich das auf die letzte Fahrt umlege, wo ich eh schon 100 Dollar abgegeben habe wegen der Fahrzeitüberschreitung. Und jetzt nochmal 185 Dollar. Jetzt kocht sie da vorne auch gleich nochmal. Ja, was hast du glaubt, wenn du das bei Rot einfach einfahrst? Auch wenn du rechts abbiegen darfst, aber trotzdem. Ja, da schaut euch das Arschloch an. Na, Hauptsache er fährt. Jetzt fährt uns einfach bei Rot. Habt ihr recht. Rote Ampeln sind eine Suggestion, im besten Fall. Komiker. Alles Komiker. Naja. Aber kannst du immer wieder betonen, diese Kleinstadtatmosphäre, die was man da in Amerika regelmäßig bekommt, das hat einfach was. Das hat einfach was. So. Rein theoretisch müssen wir jetzt, genau. Ich würde sagen, rein theoretisch müssen wir jetzt grün bekommen. Es war auch so, Gott sei Dank. Dann nochmal eine Ampel, ja, aber was zur Scheiße? Gebiete. Wirklich. Go straight. Fucking hell. Ah jo. Das Rad ist nicht ganz so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe.
Das läuft jetzt nicht ganz so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Da sind wir schon bei 185 bis 170, 285, $355 Strafe. Haut das hin? Ja, langsam aber sicher vernichte ich den kompletten letzten Auftrag. Und diesmal bin ich selber schuld. Diesmal bin ich selber schuld, da kann er nicht da kann er nicht einfach, ja. Also mir das Geld zurückholen, weil das mache ich in der anderen Serie. Also habe ich jetzt noch nicht gemacht, habe ich aber vor, dass ich das dort tue. Was aber fairerweise hoffentlich ja, gerechtfertigt ist in dem Fall. So tut man. Ah, diese Ampelsteherei. Das ist das. Da bin ich gespannt, ob ich da jemals mit einem eigenen Truck, da gibt es eine Stadt in Kalifornien. Das ist die Hölle. Also da gibt's. Bin gespannt, ob ich da jemals hinkomme, ob ich das jemals mache. Go straight. Weil rein theoretisch ist es dort so, dass man wie soll man sagen, das sind so viele Ampeln. Das sind, glaube ich, auf einer Geraden 8 oder 9 Ampeln. Die ist grundsätzlich jedes Mal rot. Also da hast du so richtig rote Welle. Da brauchst von der einen Seite der Ortschaft zur anderen Seite der Ortschaft in Echtzeit, glaube ich, 15 Minuten. Oder waren es 20 Minuten, ich weiß es nicht mehr. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig lang. Wenn wir dort immer sind, schauen wir mal. Weil es gibt ja grundsätzlich genug Ortschaften und Städte, die ich anfahren kann. Man muss nicht unbedingt die Städte sich aussuchen, wo man dann in einer Ampelhöhle untergeht. Sondern jetzt muss ich mich wieder ein bisschen mehr aufs Fahren konzentrieren, weil eigentlich reichen mir 2 Unfälle. Beide aus der eigenen Blödheit heraus. Keep left. And then turn left. Jo, Ampeln. Man sieht, wir haben heute relativ viel Verkehr. Wie spät haben wir es überhaupt? 5:20 Uhr von der Abend oder in der Früh? Gute Frage, ja. Aber schauen wir sich kurz, nutzen wir das? Der Mikrowelle ist ein bisschen detailarm. Geht es wahrscheinlich nicht aus, dass wir auch über die Kreuzung kommen? Nein. Aber dieser T680, den was wir da fahren, das 2014er Modell, es ist also ich denke, es war Kenworth. Ich muss dann schauen, ich glaube, ich habe alte Screenshots noch, vielleicht blende ich da einen ein. Das war wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, oder habe ich ein Peterbilt gehabt, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, wo ich eigentlich hin wollte, also dieser Lastwagen ist gemeinsam mit dem W900, mit dem Peterbilt, also der Kenworth T680, damals noch ohne Zusatz 2014, der Kenworth W900 und der Peterbilt 389, oder heißt der 309? Boah. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr verwirre ich mich selbst. Auf jeden Fall der Peterbilt 589, sage ich jetzt, und der 309 oder 389, das sind die 4 Lastwagen gewesen, die was ursprünglich in diesem Spiel waren. Und ich kann mich jetzt echt nicht mehr erinnern, ob das jetzt fairerweise der Peterbilt 589 und der Kenworth T680
haben von außen eine gewisse Ähnlichkeit, wenn man mich fragt. Deswegen bin ich mir das nicht 100% sicher, ob ich nicht ein Pizzabild gehabt habe. Ja, es wäre einer der Trucks gewesen, die was ich ursprünglich fahren hätte können. Also, worauf ich eigentlich hinaus will, ist eigentlich einer der ältesten LKWs. Nur, ich bin mir ziemlich sicher, dass der mit der Zeit irgendwann Überarbeitung innen bekommen hat. Ich meine, jawohl. Weil wenn ich das mit dem Pizzabild vergleiche, der was nämlich nicht ganz so saubere Texturen im Innen hat, müsste der irgendwann mal eine Überarbeitung bekommen haben. Beim W900 weiß ich, da habe ich es gelesen, dass der überarbeitet worden ist. Aber trotzdem noch nicht, also auch nicht im Solo-Gameplay unterwegs. Nicht, dass ich momentan viel Solo, also für mich alleine spielen tue, oder ja, eigentlich spiele ich momentan überhaupt nicht für mich selbst. Deswegen jedes Mal, wenn ich mir her sitze, automatisch mit aufnehmen. So, Lane 1, Merge Left, gut. Dann tun wir Merging Left. Schauen wir mal, ob das jetzt wieder ein bisschen besser wird mit dem Fahren, als was ich es vorher in der Stadt zusammengebracht habe. Ist einfach nur... Ich kann es noch immer wieder betonen, also da in Amerika, ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel. Habe ich eigentlich gerade eine richtig coole Idee gehabt. Maria, Stoppdoofe, wirklich. Keep left. Ich muss links, gut. Mitten auf der Freilandstraße so eine Kreuzung bauen, okay, gut. Vor allem eine Tafel, wo nur der... Gut, dann fahre ich jetzt zuerst. So eine Kreuzung mitten am Freeway, und ich schätze, es ist ein Freeway gerade, wo es nur mit Stopptafeln geregelt ist. Ja, okay, gut. Kann man so machen, muss man nicht. Aber die Verkehrsplaner oder Designer, die gehen das Ganze einfach ein bisschen anders an. Also die denken offensichtlich anders über die Themen, wie man in Europa drüber nachdenkt. Geht das wieder auf eine Spur zusammen? Ja, das geht auf eine Spur. Gut. Schauen wir mal, ob wir jetzt das Tempo ein bisschen halten können. Und eigentlich sollte er mal schauen, was... Habe ich da genau das Lenkrad im Weg, gell? Ich sollte wieder anfangen, in vollständigen Sätzen zu sprechen, das wäre stark von Vorteil. Weil wirklich, für was geht das auf 2 Spuren, wenn das dann schon wieder zusammen auf eine Spur zusammengeht? Boxen. Also was ich sehen. Okay, in der Mitte unten ist die Treibstoffanzeige, wo ich nur marginal hinsehe, aber wenn ich das bisschen rot, was ich sehe, ja, es wird schon passen. Sollen wir es kurz pausieren?
So, bin ich wieder zurück. Ich habe noch kurz so am Telefon aufheben müssen. Logistische Sachen klären. Weil die Wahrheit ist, wir haben heute von Leichnam, glaube ich. Also, ich weiß nicht, was für ein Feiertag. Auf jeden Fall schon wieder einen Feiertag. Nicht, dass ich mich sonderlich viel darüber beschweren will. Aber wir haben einen Retarder in dem Lostung eingebaut. Okay, das... Go straight. Okay, dann kann ich das so machen, passt. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder einen Feiertag und ich will mit meiner kleinen Schwester dann zu meiner Mutter fahren. Und fairerweise, wir haben zwar relativ zeitlich in der Früh, wir haben es vor 8 Uhr in Wirklichkeit noch. Weil wer würde denn schon länger schlafen an einem Feiertag? Ich offensichtlich nicht. Ich offensichtlich nicht und das ist schön. Seit was begeht, das Ganze schon ein bisschen knapp, das mit dem Bremsen. Wieder gerade weiter, gell? Könnte ich eigentlich nutzen und... Ja, das ist... Da stört mir jetzt ein bisschen, dass ich nicht gescheit nach vorn sehe. Kann man das... Wenn ich eh geradeaus möchte, dann brauche ich da nicht unbedingt in die lange Ratzen mehr Go anstellen. straight. Das sind die lange Schlange. Schauen wir, dass wir das ein bisschen beschleunigen. Weil ich los schon wieder massiv Zeit lang, ob das Licht auf hat. Ja. Und wir waren offensichtlich 5 Uhr abends, weil es wird dunkel. Also eine weitere Nachtfahrt. Und eine weitere Fahrt, die was leider nicht in HDR veröffentlicht wird, wahrscheinlich. Was wird jetzt sagen? Ja, also wer Nachtfahrten mehr genießen will und aktuell ein HDR-Display zu Hause hat oder am Fernseher schaut, mag ich persönlich ganz gern, der was HDR-fähig ist, dann da der jetzt effektiv diese Episode abdrehen und in 2 Tagen nochmal kommen und dann anschauen. Oder grundsätzlich, wenn ihr eine Episode veröffentlicht habt, 2 Tage warten, bevor ihr es anschaut. Weil dann kann man das Ganze mit HDR genießen. Das geht sich aus. Das war noch dunkelgrün. Dann kann man die ganze Episode mit HDR genießen. Ich meine, das ist jetzt fairerweise für mich wahrscheinlich nicht von Vorteil, wenn ich empfehle, es ignoriert meine Episoden 2 Tage lang. Aber grundsätzlich ist Tatsache ist, wenn man wirklich alle Optionen nutzen will, mit denen ich quasi hochlade und grundsätzlich, ich gebe mir da schon Mühe, ja, bleibt fast nichts anderes übrig, als dass man es so mag. Vor allem jetzt, wir fahren jetzt wieder in die Nacht hinein. Ich bin mir ziemlich sicher, man sieht dann mehr. Okay, die rechte endet. Ja, das war jetzt schön angeteasert, Western Star vorher. Ja, genau. Aha. Gut, muss ich nicht verstehen, warum er das so gemacht hat. Aber ist halt so. Dann schalte ich schon mal die Aufblendlicht-Automatik ein. Der Ranch.
Orgel ganz schön der Motor da. Gut, man darf die Steigungen und die Steigungen, Neigungen und Gefälle echt nicht unterschätzen in Amerika zum Teil. Selbst wenn man eigentlich der Meinung ist, man fährt nur geradeaus. Aber wir haben 35 Meilen die Stunde nur. Okay. Was? Warum hält man da noch 35 Meilen? Okay, muss ich nicht verstehen. Fort Stockton. Ja, gut. Ich muss ja zugeben, der hat das gut eingeschätzt gehabt, weil ich war eigentlich davon ausgegangen, das hätte jetzt Konfliktpotenzial, wenn ich da daherkomme mit knapp 40 Meilen die Stunde, 45. Go straight. Okay, gut, vielleicht sollte nicht das Tempolimit voll, also Keep left. And then turn okay, left. fairerweise muss man diese Episode echt konzentrieren mit Bremsen. Ich will links, gut. Turn left. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, ich habe über den nächsten Patch nicht fertig gesprochen. Wie gesagt, da kündigt sich der nächste nämlich schon wieder an. Also der, wie gesagt, das habe ich erwähnt, die Open Beta von 1.6.0 ist für American Truck Simulator schon heraus. Muss ich zugeben, hat mich echt überrascht. Ich meine, in Wirklichkeit sind es aus meiner Sicht jetzt gerade 2 oder 3 Wochen, dass der letzte Patch herausgekommen ist. Jetzt kommt der nächste schon. Jo. Da mehr egal, wir fahren eh noch. Ich bin jetzt nicht auf einer Megatour, die was da was weiß ich wie viele Tage in Anspruch nimmt oder Etappen. Go straight. Vor allem, ich tue ja die Distanz vor allem momentan nicht skillen, weil wir ja dann voraussichtlich eher in einer Daycap sitzen werden am Anfang, wo ja so eine Wochenreise quer durch Amerika irgendwie ja nicht passend ist zum Fahrzeug. Aber in Europa, in der anderen Serie, naja, muss ich schauen, dass ich weiterkomme. Da muss ich, also, weil ich gehe stark davon aus, dass auch im Euro Truck Simulator die Open Beta demnächst starten wird, vielleicht sogar noch diese Woche. Vor allem, ich glaube, in der Tschechei ist kein Feiertag. Im Großteil der Welt wird heute kein Feiertag sein, schätze ich. So, haben wir jetzt wirklich 75 Meilen. Okay, dann nutzen wir das aus. Auf jeden Fall, wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass dort kein Feiertag ist. Sprich, unter Umständen wird heute da die Open Beta für den European Truck Simulator auch angekündigt. Sprich, ich bin auf einem Timer. Was meine Megatour. So Megatour ist, also ich finde, 3000 Kilometer sind nicht unbedingt eine Megatour, das ist eine relativ normale Strecke für diese Spiele. Ne? Also zumindest so wie ich spiele. Nur muss ich echt schauen, dass ich in die Gänge komme. Ja, die kleinen Logistik-Themen. Sondern ich muss jetzt das Spiel ein bisschen leiser dran für mich selber. Weil sonst fange ich an, viel zu laut zu sprechen. Und dann
Ja, und dann, unter Umständen, überschlägt mein Mikrofon. Das habe ich auch vor kurzem feststellen müssen, dass ich müsste mir echt das anschauen, wie die, ja, eigentlich so eine Art Sprachtraining, wirklich zu lernen, deutlicher zu sprechen, auch in der Mundart deutlicher zu sprechen, dass ich nicht anfange zu murmeln, eher konsistent sprechen, dass ich doch halbwegs auf einem Level spricht, das Ganze dann doch eine Betonung hat, immer noch. Ich glaube, es echt noch viele Sachen, die was ich quasi lernen kann oder lernen sollte. So. Leider ist es jetzt eine Nachtfahrt, weil ich glaube, das wäre eine coole Landschaft für den Tag. Ich hoffe, man sieht es dann im Spiel. Im Video, nicht im Spiel. Im Spiel sehe ich es eh. So 50, ja, das schaut nicht so nach einer wilden Kurve aus, wir bleiben also 55 Meilen die Stunde. Abgesehen davon, es geht bergauf, ich verliere sowieso Tempo noch, ob ich möchte oder nicht. Und die Spur ist zu Ende. Ja, ich lasse echt viel Zeit liegen auf dieser Strecke. Wenn das so weitergeht, zahle ich heute auch noch Strafe für Fahrzeitüberschreitung. Echt uncool. Bleibt mir links, Go man möchte straight links and abbiegen, then genau. keep left. Keep left. Oh, rechts kommt niemand, links kommt niemand. Sehr schön. Das Tankstellen-Design ist cool, die Aeron. Aber ich weiß so nicht, auf welcher realen Marke das passieren soll, weil ich gehe stark davon aus, dass es eine reale Marke aus Vorbild genommen haben. Aber das Design ist cool, muss man so sagen. Okay, 30 Meilen. Ja. Das wird echt interessant. Wir haben noch 7 Stunden 34 Fahrzeit über und in 7 Stunden 2 ist die Lichtpause eigentlich. Das wird ziemlich sicher noch Strafen, also das wird eine Strafenepisode. Harry quer durch Amerika zum Bezahlen seiner Verkehrsdelikte. Ich verstehe aber noch nicht ganz, wo ich da eigentlich so viel Zeit liegen gelassen habe, weil fairerweise in der Ortschaft, in der ersten, also Carlston, nein, nicht Carlston, irgendwas mit C hat die Stadt geheißen, wo wir den Verkehrsunfall gebaut haben. Ja, da ist nicht so viel weitergegangen, wie ich mir das Ganze erwünscht hätte, aber wir sind auch nicht nur gestanden und haben da ewig gebraucht. So jetzt zumindest. Aber ja. Es ist wie es ist, ne? Irgendwo habe ich 2 Stunden, also ich habe 2 Stunden Fahrzeit verloren irgendwo.
interessant. Gut, man muss dazu sagen, ich glaube, ich habe das Maximaltempo, was man auf der, also die 75, die habe ich jetzt nicht zum ersten Mal eingestellt. Ich glaube, das haben wir noch kein einziges Mal auf dieser Tour gefahren. Weil ständig irgendwas im Weg ist, was dafür sorgt, dass man wieder bremsen muss. Entwickelt sich langsam aber sicher fast der Stress, wenn das länger dauert, als ich gedacht habe. Weil wie gesagt, ich habe heute eigentlich dann noch was vor. Das ist nicht unendlich viel Zeit heute. Von dem her kann man argumentieren, selber schuld, was fängst du denn zum Aufnehmen an, wenn du weißt, wenn du weißt, dass du keine Zeit hast oder nicht so viel Zeit hast. Aber ja. Bei einer Gegenverkehrsstraßen, also von der Optik her wirkt es fast wie Bundesstraßen mit 120 jetzt haben wir zum ersten Mal VMAX erreicht, also 75 recht viel schneller wird das Tempolimit nicht mehr. Da mit 120 Stundenkilometern über die Piste zu prügeln, das ist schon heftig. Heftig genug, dass uns aktuell das Rettungsauto davon ausbremst. Ich sag mal so, ein schnelles Hindernis darf uns nicht im Weg stehen. Jo, okay, Maria. Mama, what? Die Kurve war ein bisschen garg. Also ich habe es ja schon mal erwähnt, in Amerika tun sie die den Gefallen, dass sie bei einer Kurve das ideale Tempo angeben. Nur wenn diese Angabe erst dann kommt, wenn die Kurve schon da ist, ist es fast eine Spur spät. Wenn man mit 100... Wie soll man sagen? Es dauert dann also den 20 Meilen pro Stunde runterbremsen, das dauert dann ein bisschen. So ist es ja nicht. Start Reservoir fahren wir da über ein Reservoir. Das ist ein Stauteich. Das ist ein Staudammteich. Ein Teich. Stausee, bist du deppert? Alter, was redest du für ein Blödsinn? Staudammteich, Alter, Trottel. Stausee, meine ich. Könnte sein. Ich meine, wofür seht ihr das auch? Ich muss echt sagen, leider bin ich echt dazu gezwungen, da zum Schauen, dass ich weiterkomme. Also ich muss da echt halbwegs risikoreich. Ja genau. Weiter auf einmal kommt der Ampel, ist es ja ernst. Wie gerade auspasst. Go straight. Gut, das war halbwegs elegant gebremst. Aber nicht ganz eine Zielbremsung. Aber ja, was soll's. Akzeptiere ich. Bin eigentlich unter Zeitdruck. Ich glaube, wir fahren da tatsächlich die ganze Nacht durch.
und gib Gas. Beschleinig. Vor. Oder auch nicht. Brauchst du nicht stressen. Warum keinen Stress? Überhaupt nicht. Und fairerweise könnte man am geschickter Parkplatz kommt. Einfach stehen bleiben. Weil in Wirklichkeit sind wir schon wieder fast 10 Stunden unterwegs. Go straight. Die Bremserei im T680 ist ein bisschen Harakiri, weil so schwer wären wir eigentlich gar nicht geladen. Sag ich jetzt zumindest. Ich meine, 18 Tonnen, ja, ist auch was, aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich meine eigene Schuld, weil ich mich da eigentlich relativ gehetzt fühle. Was vermutlich auch damit zu tun hat, dass ich das habe ich schon erwähnt, aber beruflich momentan echt relativ stressig unterwegs bin. Nicht relativ, ich bin stressig unterwegs, es ist viel zum Tun, viel zu machen. Halt auch relativ viel Mehrarbeit an momentan und Überstunden, also vergleichsweise viel. Bringt mir immer noch nichts, aber ist viel zum Mitdenken, viel zum Organisieren und viel zum Merken. Dementsprechend müde bin ich dann teilweise. Dementsprechend bin ich jetzt mittlerweile eigentlich auch in so einem gehetzten Mindset grundsätzlich drin, weil, wie gesagt, eigentlich hätte ich einen Feiertag. Eigentlich hätte ich heute liegen bleiben können bis, ja, war nicht, 10 Uhr Vormittag. Naja, 10 Uhr Vormittag nicht, weil ich was vorhabe, aber zumindest könnte ich jetzt noch im Bett liegen. Könnte erst aufstehen, aber nein, ich bin schon auf, ich tue schon, ich mache schon. Obwohl ich es relativ ironisch, jetzt Zeitverzögerung. Obwohl ich es relativ ironisch finde, jetzt habe ich quasi im echten Leben beruflich ein bisschen einen Stress. Was mache ich? Ich fahre zur Entspannung. Ich sitze mit einem LKW-Fahrer vor Terminfracht runter und kommt auch in Stress wegen der Tagfahrzeit. Naja, gut organisiert, ne? Es wird heute vermutlich wieder eine längere Episode. Nicht, dass fairerweise die amerikanischen Episoden sind von vornherein alle miteinander länger. Bis auf die allererste, das waren zwei kurze Umfer, das ist gegangen. Aber die Episoden danach, ja, die zweite war es jetzt eigentlich gar nicht auswendig, wenn ich ehrlich bin, aber die dritte, ja, der hat gleich mal eine Stunde gedauert. Das ist eigentlich auch nur eine Tagfahrzeit. Ich meine, fairerweise, ich habe die Tagfahrzeit vorher ausgenutzt und habe Strafen kassiert, aber trotzdem. So, bleiben wir da kurz stehen, schauen wir, weil rechts abbiegen darf ich ja. Nacht und nochmal Nacht. Ist auf jeden Fall die Woche der Nacht-Episoden. Go straight.
weil ich gerade im Rückspiegel und ich hoffe, ihr seht es auch. Das gelb blinken sie von dem steht, Straßenbaufahrzeug oder also ich weiß nicht, wie es in Amerika heißt. Zur Straßenmeisterei, da ich jetzt sagen. Oder möchte ich sagen. Das ist ein bisschen schade, dass es kein Einsatzfahrzeug im Dienst gibt. Regen in Texas, okay. Einsatzfahrzeug im Dienst, fairerweise, das hätte schon was, wenn das hin und wieder mit Blaulicht der Tüter da kommen und an die vorbeipfeifen. Oder nachgelesen, oder vielleicht sogar eine Strafe dafür. Oder war ein Schlafplatz gewesen, scheiße. Vielleicht noch eine Strafe dafür bekommst, weil du den Einsatzfahrzeugen im Weg bist. Das hätte schon was. Tempo 60. Vorne ist eine Tafel, die kann ich nicht lesen. Was steht da? Bridge, irgendwas. Okay. Das ist wahrscheinlich die Warnung, dass Eisbildung schnell auf der Brücke ist. Da kommt wieder eine Ampel. Maria! Okay, war wenigstens kein Unfall. Aus irgendeinem Grund, Alter, bist du deppert. Was ist denn heute los? Also irgendwie das... Wenn das wirklich ist, weil heute, weil so... Ich gehe mir davon aus, dass es mein Fehler ist, aber ich komme mir eigentlich gar nicht so gestresst vor, aber vielleicht wirkt sich das wirklich ein bisschen aus. Keep left, and then turn left. Also eben, dass ich so unterbewusst quasi bei mir eine Stresssituation herrscht und deswegen vorher so, ja, aggressiv oder zu wenig vorausschauend. Möglich. Ja, im Grün. Das Schlimme daran ist, jetzt vorher schon also offensichtlich am Limit von dem, was unter sicheres Fahren zählen würde. Also in Wahrheit müsste ich eigentlich einen Gang zurückschalten und schauen, dass ich ein bisschen gemütlicher durch die Gegend fahre. Und trotzdem habe ich schon eine Stunde Zeit liegen lassen, also nochmal eine halbe Stunde Zeit liegen lassen. Die Uhr arbeitet heute echt gegen, also die ganze Strecke arbeitet heute irgendwie gegen mich. Also nicht bewusst logischerweise. Die Strecken hat kein Bewusstsein und denkt sich, ja, nein, der Harry, der kommt heute nicht so ans Ziel, wie er möchte, ne? Aber Go straight. dadurch, dass wir eigentlich nur Landstraßen unterwegs sind, weil wir haben heute noch keinen einzigen Highway gesehen, noch. Da links abbiegen. Go straight. Na, da möchte ich noch nicht links abbiegen, aber die nächste Maria. Ja, der Regen hilft nicht. Der Regen hilft überhaupt nicht. Das verlängert den Bremsweg nochmal. Ja, Donner wieder. Ja, Donner wieder.
Was ein bisschen ASMR gerade. Der Regen, der was aus die Windschutzscheibe prasselt und das Gewitter dazu. Ja. Das hat schon Atmosphäre. Das hat schon Atmosphäre. Keep left, and then turn left. Turn left. Aber fairerweise, mir würde Truck mit einem. Ja, bei der Truck würde mir besser gefallen, wenn er 12-Gang-Getriebe hätte oder 13-Gang-Getriebe. Macht's vor allem mit Jake-Brake einfacher, wenn ich ehrlich bin, wenn er weniger Gänge hat, weil er schneller runterschaltet. So eigentlich ein hübsches Ding. Gefällt mir eigentlich echt gut. Gut, fairerweise, das habe ich glaube ich von jedem Losfang noch bis jetzt behauptet, dass er mir ganz gut gefällt. Aber der ist nicht ganz so viel Plastikbomber, wie es die ganz neuen sind mit den nur digitalen Screens. Nicht, dass ich nicht eine Plastikbombe auch fahre. Also gegen da in der Realität stehe ich mir eigentlich, was Autos angeht, auf neue Autos. Hauptsache neu und modern. Gefällt mir immer gut. Was auch gegen das komplette Gegenteil ist von mir selbst in meiner Kindheit, weil da hätte man am liebsten ebenso die amerikanischen Autos wie der Bluesmobil, ich weiß nicht einmal die Marken in Wirklichkeit von dem Auto, aber das Bluesmobil, wie man es in Blues Brothers sieht, das war lange Zeit, wäre das mein Lieblingsauto gewesen, also sowas hätte ich gern gehabt. Mittlerweile denke ich mir so, naja, nein, muss nicht sein. Nicht nur vom Spritverbrauch her, sondern eigentlich auch von der, es wirkt einfach altbacken, also altbacken. So, jetzt haben wir noch eine Kontrolle vor uns. Geil. Steppert. Dann kann ich gleich langsamer werden, weil die ziehen mich sicher raus für Kontrolle. Inspection Station, Quarter, Half Mile. All vehicles must stop ahead when flashing, ja. Aha. Okay. Ja, dann nicht. Achso. Stop. Hier on red. Oder auch nicht. Echtes Rot? Na. Okay. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Muss ich nicht verstehen. Die Lichter haben geleuchtet. Wenn ich jetzt gleich eine unnötige Strafe kassiere, Riese wen aus die Schuhe gasse. Aber es schaut nicht so aus. Okay. Komisch. Mehr als eigenartig. Wenn explizit dort steht, wenn Flash, also wenn die Lichter leuchten, dann muss jedes Vehikel zur Inspektion stehen bleiben und dann hast du keine Inspektion, das ist ja, war nicht. Da kommen wir mal gefrotelt vor, wenn ich ehrlich bin. Da kommen wir echt gefrotelt vor. Keep left, and then turn left. Turn left. So. Kommen wir mal echt gefrotelt vor. Also ich muss zugeben, ich bin ja eigentlich, also diese Tour, wie ich mir ausgesucht habe, und ich glaube, ich erwähne es am Anfang der Episode, sollten 12 Stunden Fahrzeit sein. Ich darf 14 Stunden fahren, es sind noch 2 Stunden Fahrzeit über von meiner Tagfahrzeit, also wir sind schon 12 Stunden unterwegs und wir haben immer noch 3 Stunden
3 Stunden 50 vor uns. Also das richtig, die Zeitangabe hat da nicht gepasst, ne? So richtig hat das nicht gepasst. Eigentlich sollte mir jetzt, sollte ich gerade einparken. Keine Ahnung, wo der Motor den Sound herkommt. Und das stört mich tatsächlich in Amerika ein bisschen, also die ewigen Rotphasen. Kennen die Ampeln nicht so wie normale Ampeln, also unsere Ampeln, europäische Ampeln, so maximal eine Minute rot sein, müssen die so ewig und noch 2 Tage drauf warten, bis sie dich fahren lassen. Ich meine, ja, ich weiß, es ist ein Land, das was darauf ausgelegt ist, dass alles mit dem Auto fährt. Aber das ist ja trotzdem, seien wir nicht böse. Der kann er dort. Uhr 12, das fahren wir dann schon in den Tag hinein. Ja, ich weiß, du bist müde. Fairerweise, wenn man sich das vorstellt, ich meine, ich sitze jetzt eigentlich schon 12 Stunden durchgehend am Steuer, ohne eine Pause, ohne irgendwo stehen geblieben zu sein. Keep right. And then turn right. Das ist in Wirklichkeit nicht unheftig. Turn right. Ja, schauen wir mal. Auf der linken Spur, dann biege ich rechts ab. Und es hilft nichts. Ich werde da jetzt. Da vorne kommt eine Tankstelle auf mich zu. Ich werde den nutzen und werde dort eine Pause machen. Also in-game. Und nicht nur in-game. Fairerweise auch in Realität. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass ich da jetzt so lange da sitze. So, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht verpasse, wo ich dann abbiege. Weil ist es die schon? Ich muss dann gleich. Gut, dann muss ich ein bisschen schauen. Die Wessenstal-Lastwagen sind, die sind auch cool. Da muss ich schauen, dass ich demnächst mal anfahre. Die sind mir nämlich von der Optik her, weil mir der auch richtig gut, und der 49X, der 49X, je nachdem wie man sagen will, fairerweise wäre tatsächlich eine Zukunftsoption. Dann muss ich da jetzt nein, da muss ich nicht abbiegen. Gut. So, wie funktioniert das jetzt? Wie komme ich da rein? Truck Entrance wird da gleich. Das würde bedeuten, dass ich da eigentlich gar nicht abbiegen darf. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Wo kein Kläger, da kein Richter, genau. Und wenn da eh keiner steht, dann bin ich so frei. Es hilft nichts, es muss sein. Und ich da bin, dann tue ich gleich tanken auch. Es hat mehr Sprit gebraucht, als ich gedacht habe. Dann würde ich mir jetzt sagen, der einzige Parkplatz ist dort. Nein, gar nicht so parken. Oder?
Aria. Das ist jetzt schon wieder hochprofessionell. Wieso sollte mir jetzt da einfach quer her, weil um die Uhrzeit so viel werden schon nicht nachkommen. So, stellen wir ab und Pause. Und ich bin gleich wieder da. So. Jetzt haben wir wieder volle Fahrzeit über. Also haben wir die volle Fahrzeit zurückbekommen. Vielen Dank. Und der Straße, was jetzt genau vor mir zumacht, das ist cool. Jetzt haben wir auf der Stelle umgedreht und schauen wir, dass wir weiterkommen. Fairerweise, das nehmen wir jetzt zumindest in-game ein bisschen Zeitdruck aber wieder. Ich hätte echt schauen können, was für Sattel das ist. Das könnte nämlich sein, dass es wirklich eine volle Länge mal hat. Also so ein 53 Fuß Sattel. Bin mir nicht mehr sicher, ob ich da eigentlich nichts abbiegen darf. Nichts Gegenteiliges jetzt gesehen. Ich kenne aber die Verkehrstafeln in Amerika nicht gut genug, als dass ich beurteilen könnte. Ja genau, das geht's mir. Wenn es da hinten ist spawnen dort, dann habt ihr Pech gehabt. Dann fahr ich trotzdem. Also, ich kenne die Verkehrstafeln in Wirklichkeit nicht, also ich muss zugeben, wenn da jetzt eine Tafel war, die was es mir verboten hätte. Naja. Ich wiederhole meine Aussage von vorhin, wo kein Kläger, da kein Richter. Keep right. So. Habe ich da irgendwo einen Lichtindikator eigentlich? Was für Licht ich aufgedreht habe? Na. Freischalten zum Außen. Jetzt. Dann müsste das Positionslicht aufgedreht sein, weil die sind, glaube ich, die wären eigentlich nicht in Amerika. Ob am Tag auch, weiß ich jetzt nicht, aber ja, von dem her hat er ein bisschen eine Schwäche, wenn ich die wenn ich die innen eigentlich keinen Indikator dafür habe, ob das Licht aufgedreht ist oder nicht. Bremse ein bisschen runter. Haben wir, dass wir ein bisschen Ruhe reinbekommen, nachdem ich schon gestresst durch die Nacht gefahren bin. Gestresst durch... Ja. Das war gerade der Episodentitel, den was ich gedroppt habe. Gestresst durch die Nacht. Das wird's werden. Aber wir nähern uns doch jetzt langsam aber sicher. Wir nähern uns jetzt dann doch langsam aber sicher dem Ziel. Kann man natürlich, das ist absurd, mit 120 Stundenkilometer mit einem Losfunk fahren. Ich meine, ich kenne nicht, wir sollen schon Erzählungen gemacht worden sein. Also ich habe schon Erzählungen gehört von ganz realen LKW-Fahrern in Europa, die was im Begrenzer gezogen haben und dann vielleicht unter Umständen echt viel zu schnell unterwegs waren mit ihren Lastwagen.
Aber wirkt trotzdem irgendwie zu einem gewissen Grad unrealistisch, wenn man so schnell fährt. Also, unrealistisch nicht, aber es wirkt, sogar im Spiel bekommt man ein Gefühl dafür, dass es eigentlich alles andere als harmlos ist. Mit eben 18 Tonnen, wir werden insgesamt so 40, Get ready so to turn um die left. 40 Tonnen Gesamtgewicht haben. Damit 120 Stundenkilometern unterwegs sind, naja, das hat schon was. Turn left. Und jetzt sind wir doch noch in einen Highway auch. Sind wir doch noch einen Highway auch und wir wollen da links weiterfahren. Das war aber nicht, natürlich habe ich jetzt gewusst, dass das Feuerwehrauto auf die rechte Spur möchte. Das habe ich logischerweise, das wusste ich noch total. Habe überhaupt nicht drauf gehext und habe ihm einfach die Vorfahrt genommen. Laredo. Ein Vorteil hat die Pause, es ist jetzt tatsächlich wieder Tag. Und dementsprechend sehen wir mehr. Bist du deppert, das ist ein fettes Autobahnkreuz schon wieder. Gut, da kommt eine 55er Beschränkung, dann brauche ich gar nicht rausbeschleunigen. Kann ich mir das sparen? Ganz schön viel Verkehr ist schon wieder. Geh bitte nicht schon wieder eine Ampel. Ist es euch ernst? Maria. Da fahren grün. Ja, es wäre grün. Warum bewegt sich die rechte Spur nicht? Warum hat sich die rechte Spur nicht bewegt? Könnte sein, dass wir jetzt da vorne einen haben, der was nicht fahren möchte. Ah, Amtrak hinter uns. Aber wir bewegen uns da, sehr schön. Mount Rushmore. Ha. Das ist die... Der ist glaube ich noch nicht heraus aus South Dakota. Mount Rushmore State. Das war... Also das ist ein Ziel, das war ja definitiv dann mit einem eigenen LKW dann mal an. Mount Rushmore. Da fahre ich definitiv hin. Wenn's... Da ist es schon im Spiel, ich weiß das gar nicht. Oh jo. Rush-Hour-Verkehr. Grün und wir bewegen uns nicht, da kommt Freude auf. Aber warum? Warum auch immer die gemeint haben, gerade wir brauchen nicht fahren. Weil es war nichts im Weg. Ja, Truckerleben, ne? Entwickelt ja 53 Foot. Ich meine, man muss schauen, dass das auch für euch ein Bild ist. Weil ich vergesse zeitweise, dass ich dann noch das Video nur in 16:9 ist und nicht in 21:9.
Wo ich grundsätzlich echt einmal überlegen bin, ob ich nicht doch einmal so in 21:9 auch aufnehme. Einfach nur um zu sehen, wie das wirken würde am Fernseher dann. Ah, das wird interessant, ich muss dann links rüber. Muss dann links rüber. Und die Ampel geht noch, ich glaube bei der übernächsten Ampel. Ja. Übernächste Ampel muss ich abbiegen. Jetzt mal schon mal im Blinker. Bin so frei. Wow, vielen Dank. Vielen Dank, Rettungsauto, dass mir du da einfach fahren lässt. Das ist sehr zuvorkommend. Keep left, and then turn left. Ja, aber bei der nächsten Ampel erst, gell? Ja. So, und da muss ich jetzt links abbiegen, gell? Ja. Turn left. Was sag ich, mir kriegt da fast mit meinem Truck da gerade fast Platzangst in dieser Ortschaft. Das ist für amerikanische Verhältnisse ja fast schon beengend. Weil mit einem 53 Fuß Sattel, das kann schon was. Und weil wir eh schon so lange unterwegs sind, und das ist eigentlich, ich das so jetzt eigentlich eh noch nie gemacht habe, bin ich so frei und stelle mich da jetzt her. Nein, mach ich nicht. Oder da. Ich stehe schon da, da machen wir es. Genießen wir die Kamerafahrt durch diese Ortschaft. Ortschaft ist gut, eigentlich ist eine Stadt, ne? Aber ich muss sagen, der steht schon cool da. Der steht schon echt cool da, unser Kenworth. Manitou. Also, ich hab's eh schon ein paar Mal erwähnt. Obwohl Amerika ich tu mir schwer mit Amerika. Auf der einen Seite denke ich mir immer so, ja, weiß nicht. Muss man nicht unbedingt gesehen haben, muss man nicht unbedingt besucht haben, aber wenn ich mir das in dem Spiel so anschaue, eigentlich, ganz ehrlich, das war schon mal zum Besuchen. Ey, wer würde sich echt anbieten, bist deppert, Alter. Schaut euch das Autobahnkreuz an, bist du deppert. Bist du deppert. Dabei ist es eh alles nur zweispurig, das sind dann noch nicht einmal mehr Spuren, ne? Nicht das Schild umfahren, Harald. Bitte nicht das Schild umfahren. Sehr gut. Ja, du wartest. So, weiter geht's. Endspurt. Endspurt sind wir. Langsam aber sicher. Nicht. Schreck mich. Okay, einfach mal so Autowrack mitten in der Stadt. Gut, okay. Warum auch nicht? Wir brauchen saubere Städte. Ein europäisches Konzept, eine saubere Stadt. Ah!
Ich lade mein Müll dort, wo ich anladen will. Das sagt mir keiner. Das sagt mir original keiner. So kommt dann zumindest zeitweise vor. Zumindest im Spiel, in der Realität. Bin mir ziemlich sicher, dass die Amerikaner doch das nicht ganz so cool sehen würden, wenn mein Müll einfach irgendwo anlandet. Hoffentlich zumindest. Hoffentlich. Roma McAllen. McAllen ist gut, dass angeschrieben wird, weil da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Ich unterschätze immer, wie massiv viel Zeit mir da in Amerika unterwegs sein kann. Der Witz daran ist, ich habe noch nicht einmal das Distanzfahren großartig geskillt. Das ist ein einziger Skillpunkt im Langdistanzfahren momentan. Das ist eigentlich eine Tagesreise, was wir gerade unterwegs sind. Go straight. Abgesehen davon, dass ich Unmengen an Zeit liegen lassen habe. Ich meine, wir haben 14 Stunden gestartet, wir sind schon wieder auf 11 Stunden Tagfahrzeit herunter und wir haben immer noch 1,5 Stunden zum Fahren. Also die Angabe passt heute überhaupt nicht. Aber gar nicht. Der Witz da ist, wir fahren noch nicht einmal so viele Meilen. Es sind nur 641 Meilen von Artesia nach McAllen. Also finde ich echt cool. Ja, ich weiß schon warum, woran es liegt. Wir sind fast alles nur Interstates gefahren. Also ich glaube Interstates sind das. Also die Straßenstufe unter Highways. Wir haben viel bremsen müssen, wir haben viele Ortschaften gehabt, es waren viele Tempolimits drinnen. Das frisst ja schon ein bisschen Zeit, vor allem ein Lastwagen beschleunigt halt nicht einmal so von jetzt auf gleich auf 70 Meilen die Stunde an. Du brauchst ein bisschen Anlauf, bis du das Tempo erreicht hast. Von dem her hat da heute echt viel gegen uns gearbeitet. Ich bin so frei, bleibe jetzt einfach auf der linken Spur und überhole. Schauen wir mal. Wahrscheinlich muss ich jetzt dann gleich rechts abbiegen. Oh, das ist ein süßer Trailer. Also wenn der Sattel fast kürzer ist als die Zugmaschine, dann würde ich mir Gedanken machen, dass so seine Richtigkeit hat. Die ganzen Ortschaften, ich meine, es ist mir stören die Ortschaften jetzt nicht unbedingt. Mir gefallen, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, mir gefällt dieses Kleinstadt-Feeling, was man da in Amerika oft hat. Aber für die Streckenlänge und für die Fahrzeit ist es echt nicht hilfreich. Go straight. Go straight. Würde ich gerne machen, wenn die nicht alle links abbiegen würden. Dann möchte ich auch nicht links abbiegen mit meinem Sattel. Ah ja. Ah ja.
straight. Life is easy when I shop at Eddie's. Okay. Okay. Einfach mit einem Traktor am Straßenrand, einen Traktoranhänger und Straßenrand gestellt, Schild drauf, passt schon, Werbung. Aber das ist jetzt mal der Eddie's da. Burger, Tacos, Asian Fast Food, Pizza, China, der Eddie's ist da nicht. Aha, okay. Wäre nur interessant, wenn er jetzt eine Info hinschreiben würde, wo der Eddie's aktuell ist. Dann kann man dort einkaufen gehen auch, ne? Aber Details. Ja, wenn so Motels auf dem Straßenrand auftauchen, das wäre cool, wenn sowas öfters einen LKW-Schlafplatz hätte, weil dann könnten mit der D-Cap quasi Roleplay-like einfach im Hotel stehen bleiben. Von mir aus auch gegen eine kleine Gebühr, dass man dann pro Übernachtung, was weiß ich, 20, 30 Dollar zahlt. Oder von mir aus auf 40. Also ein bisschen mehr Road. Gut, fairerweise, was das Spiel echt brauchen könnte, da gibt es ein paar Sachen. Jahreszeiten, dass man aussteigen kann aus dem Lastwagen und wirklich manuell drumherum gehen kann, weil eine Gehmechanik gibt es an und für sich eigentlich, aber die gibt es nur im Shop. Wenn es die außerhalb vom Shop im normalen Spiel auch geben würde, ja, das wäre cool. Was auch cool wäre, ist, wenn man mit einer Sleeper Cap, wie wir unterwegs sind, automatisch die Möglichkeit hätte, dass du eigentlich stehen bleiben kannst, wo du möchtest. Im Rahmen. Keep right. And then exit Beim right. Ich gehe mal stark davon aus, am Bahnenstreifen. Das ist ein Bahnenstreifen in Amerika. Vielleicht. Am Bahnenstreifen parken und einfach hinlegen am Highway, das magst du vermutlich nicht lange, bevor dich die Polizei herausklopft und dich fragt, ob du eigentlich komplett deppert worden bist. Oder ob du eigentlich dem Denken auch noch mächtig bist. Turn right. So. Gut stehen, schauen, dann kommt niemand, dann biegen wir ab. Wir sind tatsächlich, das Ziel wird sichtbar. Wir sind fast da. Hurra, hurra. Wir sind jetzt fast am Ziel da. Hurra, hurra. Das war eine gute Fahrt. You have arrived at your destination. So. Wo wollt ihr den Sattel jetzt hinhaben? Da offensichtlich nicht, nein. Schaut mir schon mal die Warnblinkanlage, mach das Fenster schon mal auf. Ah, okay, gut, das ist wenigstens. Das ist jetzt gültig, sollte jetzt nicht zu schwer zum Parken sein. Also, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr gütiger Parkplatz gerade. Aber die Lenkradkamera gar nicht eingeschaltet. Das machen wir jetzt noch geschwind. Genau. Nicht, dass es sonderlich spektakulär zum Zuschauen ist, aber Grunde genommen schiebe ich nur einmal gerade zurück. Das schaut gut aus.
Bisschen noch. Bisschen noch. Na, jetzt. Jetzt da hoch. Schauen wir sich das Ganze von außen an. Ah, Blödsinn, das wollte. Und das war jetzt nicht so smooth, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Diese Transit, also dieser Wechsel. Aber ja, wir kennen nur eine Spur nach hinten, dass wir wirklich an der Rampe stehen. Ja, passt. Ich glaube, so professionell oder so gerade stehe ich selten in der Parklücke. Aber wenigstens war das Einparken jetzt unkompliziert. Na gut, dann tue ich absatteln. Schauen wir uns das Ergebnis noch an. 644 Meilen. Aha, das gibt 1038 gefahren. Das war trotzdem ein Level Up. Okay. Muss zugeben, ich ging nicht davon aus, dass es jetzt ein Level Up gibt. Aber, sage ich nicht, nein. $859. Ja, minus 300 irgendwas. Ja, was soll's, kann es nicht ändern. Aber ja. So viel zu dieser Tour. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ich bin nicht zu gestresst jetzt gewesen. Ich kann eigene Trailer kaufen, also eigene Auflieger. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu gestresst auf dieser Fahrt. Ich hoffe, dass es zum Anschauen ist, aber ich wünsche euch jetzt trotzdem allen einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem wie spät es bei euch ist. Und ja, ich muss mir da echt ein bisschen was einfallen lassen, weil die Episoden werden irgendwie immer länger. Ja, schauen wir mal. In diesem Sinne, Servus.